Hallo und herzlich willkommen in diesem Video, wo ich wie angedroht im letzten Video, wo wir LoRa's behandelt haben, euch mal zeigen möchte, wie Textual Inversions funktionieren. Dafür klaue ich euch jetzt mal ein bisschen Lebenszeit. Und zwar Textual Inversions sind im Prinzip Ansammlungen von Begrifflichkeiten, die sich fleißige Menschen ausgedacht haben, um Prompts zu verbessern und uns damit die Möglichkeit geben, sie nur anzuwenden und dadurch wesentlich bessere Bildresultate zu erzielen. Ich habe im letzten Video hier schon zwei davon benutzt. Das war einmal der Bad Dream und einmal der Unrealistic Dream. Wie ihr die eintragt, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Und ich habe einen Versuchsaufbau erstellt für uns jetzt mal, der im Prinzip so aufgebaut ist, dass der obere Sampler, das ist der Aufbau vom letzten Mal, das LoRa habe ich entfernt. Wir sind jetzt nur noch ohne LoRa's, dafür mit Textual Inversions unterwegs. Der obere Sampler erhält dieses Negative Prompt mit den Textual Inversions. Der untere Sampler erhält ein anderes Negative Prompt ohne die Textual Inversions. Der Seed ist für beide gleich. Das habe ich entkoppelt, damit wir das Resultat sehen können. Und beide bekommen jetzt inzwischen auch ein Empty Latent Image, nicht wie im vorigen Video, wo wir das Latent Image hier runtergezogen haben und hiermit verbunden haben. Das habe ich jetzt geändert und die Beispiele könnt ihr schon hier sehen. Achso, der Prompt war übrigens Fashion Photography of a beautifully stunning woman on the catwalk. Und das ist das Bild mit Textual Inversions. Und das hier ist das Bild ohne Textual Inversions. Und ich glaube, man sieht schon einen deutlichen Unterschied, oder? Das ist vom reinen Model. Wir können die Bilder jetzt nicht 1:1 vergleichen. Wir können uns nur den Stil und die Details und die Art angucken. Aber das Resultat spricht eigentlich für sich. Ohne Textual Inversions und mit Textual Inversions. Sieht viel natürlicher aus, viel deutlicher. Was er wohl gemacht hat, ist, er hat noch eine weitere Person in den Hintergrund gerechnet. Er hat hier Zuschauer an den Catwalk rangerechnet. Das haben wir hier auch. Aber ja, ich glaube, ich brauche da nicht viel zu sagen, oder welches der beiden Bilder besser ist. Sie ist schlecht aufgestanden heute Morgen, während sie einfach einen blendenden Tag bis hierhin hatte. Und ja, ich habe übrigens Gestures installiert. Guck mal, zack, weg. So, gut, Textual Inversions. Ich zeige euch erstmal ein paar Textual Inversions, die ich ganz gerne benutze. Und zwar, die Links packe ich euch natürlich wie immer in die Beschreibung rein. Da braucht ihr nur draufklicken, dann kommt ihr auf diese Seiten. Wir brauchen uns hier eigentlich auch gar nicht lange aufhalten. Ich sage nur ganz kurz dazu was. Und zwar ist das einmal Bad Dream und Unrealistic Dream. Die beiden habe ich jetzt in dem Beispiel verwendet. Hier steht auch Negative Embeddings bei. Also die müssen in die negativen Prompts. Die könnt ihr euch hier runterladen, wie gehabt. Das ist Civit AI. Das sollte inzwischen bekannt sein. Die Trigger Words braucht ihr im Falle von Comfy UI eigentlich nicht. Die kommen bei Automatic 11.11 und so mehr zu tragen. Bei Comfy UI funktioniert das auch so. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr allerdings auch hier drauf drücken, Copied, und dann könnt ihr in den Negative Prompt in dem Falle könntet ihr noch Bad Dream reinschreiben. Habe ich aber bisher nicht als nötig empfunden. Gut, wichtig hier ist, klickt hier oben auch drauf. Hier versteckt sich nämlich der Unrealistic Dream. Ladet den auch runter. Und dann habt ihr die beiden, die wir jetzt gerade auch im Beispiel verwendet haben. Eignet sich wunderbar für Real Photography, aber auch für Fantasy-Geschichten etc. Bad Prompt Negative Embedding ist im Prinzip mehr geeignet für, ich glaube, für so Fantasy-Geschichten. Es gibt hier auch Real-Beispiele, aber Anime, Cartoon, Fantasy-Bilder, 2.5D, wie man sie auch alle nennen mag, lassen sich damit verschönern. Das könnt ihr euch auch laden und damit ein bisschen rumprobieren. Bad Prompt heißt das ganze Ding. Bad Artist Negative ist auch eine Textual Inversion, die eher für gezeichnete Kunst
Funktioniert, geht allerdings auch für Real Photography. Das sind ja die gleichen Bilder wie gerade. Okay, selber Autor wahrscheinlich. Könnt ihr aber auch benutzen, benutze ich auch hier und da mal für... ich benutze einfach weiter den Begriff für so Fantasy-Renderings. Da werden wir im Laufe der Zeit, zeige ich euch noch ein paar Models, die da auch wunderschöne Bilder generieren können. Und Easy Negative habe ich auch sehr oft benutzt. Auch hier wird gesagt, es ist eigentlich mehr für den Anime- und Zeichenbereich. Ist aber eigentlich auch universell einsetzbar. Ihr könnt auch kombinieren. Ihr seht schon, hier geht es so ein bisschen mehr in die Real-Bild-Varianten rein, genau wie hier. Leistet auch sehr gute Arbeiten, wenn es im Bereich oder um den Bereich schönere Bilder rauskriegen geht. Okay, ihr ladet die Dinger jetzt runter. Achso, bevor ich es vergesse, hier oben bitte drauf, bei Bad Artist bitte auch darauf achten, hier oben ist noch ein Bad Artist Anime extra verfügbar, der speziell erstellt ist für Animes, falls ihr in die Richtung Bilder generieren möchtet. Ne, guckt generell bei Civit AI immer hier oben mal so ein bisschen in die Leiste, da verbergen sich neue Versionen oder alte Versionen, aber teilweise auch komplett andere Pakete des Inhaltes. Gut, zum Runterladen. Ladet euch das wie gehabt über den Download-Button runter. Geht in euren Comfy UI Windows Portable Installationsordner. Geht in den Ordner Comfy UI. Geht in den Ordner Models. Und die Textual Inversions landen im Ordner Embeddings. Einfach hier reinpacken und dann funktioniert das. Ich glaube, ihr braucht in dem Falle hier auch sogar nicht restarten oder refreshen, weil durch diese Eingaben hier wird sich das, glaube ich, sowieso at Runtime gezogen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ist jetzt eine wagemutige Behauptung. Moment, eben mal kurz den Zoom-Faktor wieder zurück. So, und zwar, wie ihr seht, gebt ihr das Ganze ein, so, Embedding, Doppelpunkt und dann der Name der Datei. In dem Fall war es ja baddream.pt. Das seht ihr ja hier im Folder, wie die Dateien heißen, Embeddings, baddream.pt. Wenn ihr euch nicht vertippen wollt, drückt F2 für Rename, Steuerung A für alles markieren, Steuerung C zum Kopieren und klickt wieder raus. Dann könnt ihr das nach dem Embedding hier halt auch mit Steuerung V einfach einfügen. Bei Textual Inversions ist es auch nicht nötig, dass ihr die Dateiendung mitnehmt eigentlich. Ihr könnt es auch so machen und Comfy UI kommt damit klar. Ich schreibe es eigentlich immer meistens aus. Und .pt tut mir dann auch nicht mehr weh, wenn es zum Tippen geht. Und meistens erstellt man sich ja einen guten Negative Prompt und der funktioniert dann für x Bilder, die man generieren möchte, ziemlich gut. Okay. Ja, wir können nochmal ein Beispielbild generieren. Wir lassen die Sampler einmal rattern. Auch hier mit Textual Inversion wieder ziemlich gut. Diesmal ist auch das ohne. Ja, aber ohne Textual Inversion ist gut geworden. Geht aber bestimmt besser. Wir gucken uns das andere nochmal an. Ja, also auch hier könnt ihr euch selber wieder fragen, welches Resultat findet ihr denn jetzt besser? Ich tendiere auch zu diesem hier. Wir machen das noch ein drittes Mal. Schauen uns nochmal das Ergebnis an. Ich hatte eben beim Test nochmal ganz komische Ergebnisse. Das ist ziemlich ähnlich geworden. Könnt ihr es auch mal hier angucken. Ja, auch das Gesicht könnte besser sein. Es ist ein bisschen dunkel. Überhaupt wirkt der Catwalk auf den ohne Textual Inversions ziemlich düster, ne? Wie so ein Hinterraum-Catwalk. Während hier ist schon auch durch die Beleuchtung und so, es sieht wesentlich realistischer, freundlicher, ja, im Allgemeinen besser aus. Ich versuche jetzt nochmal einen anderen Prompt zu finden, mit dem ich euch die beiden hier zeigen werde. Wir sind ja noch in der Realfotografie unterwegs, bedingt durch das Model, ne, durch das Epic Realism Model sind wir noch bei Real Photography unterwegs und nicht bei Zeichnungen etc. Deswegen bleiben wir bei den beiden hier. Die anderen
Textual Inversions habe ich euch mal als Tipp mitgegeben zum Rumprobieren. Ich mache jetzt noch mal ein paar Beispiele hier und gucke mal, ob ich noch ein schönes Beispiel generieren kann, dass wir uns nochmal anschauen können. Und ja, ihr müsst ja nicht warten. Jetzt kommt ja ein Schnitt. Ich teste jetzt rum. Für euch geht es jetzt direkt weiter. Okay, hier habe ich mir mal was ausgedacht. Don't blame me for this. Ich habe mal den Prompt ausprobiert. Photography of a dog wearing a futuristic armor with neon lighting. Und herausgekommen ist Folgendes. Hier haben wir das Bild ohne Textual Inversion. Ist nicht schlecht, ziemlich straightforward. Mit Textual Inversion haben wir aber wesentlich mehr Dynamik im Bild. Unser Hündchen ist von der Seite fotografiert worden. Die Armor ist jetzt nicht so gut, aber das ist immer ein bisschen Zufall. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal auf a cat. Wearing a futuristic armor with neon lighting, damit wir Hunde- und Katzenbesitzer glücklich machen hier. Oh, na das ist aber ein bisschen, das geht besser, das geht definitiv besser. Ich als Katzenbesitzer bin damit nicht zufrieden. Die beiden sind erstaunlicherweise sehr ähnlich. Hierbei ist das ohne Textual Inversion schon besser. Ich will noch eins haben. Okay, hier tut sich tatsächlich nicht viel. Interessant. Wobei hier doch. Das ist schon. Hier haben wir Textual Inversion, die Variante auch schon viel besser. Ich weiß zwar nicht, was das hier ist. Aber nun gut. Hier ist es platter. Ne? Es geht schon fast so ein bisschen in die Richtung Drawn Style. Jetzt machen wir nochmal eben Photography of a person. Ich will jetzt ihm nicht vorgeben, ob männlich oder weiblich oder divers. Photography of a person. So, das Wearing habe ich. Ich dachte mir gerade, der Satz macht gar keinen Sinn. Photography of a person wearing a futuristic armor with neon lighting. Das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ja. Okay, das ist jetzt ohne Textual Inversion. Definitiv ein interessantes Bild. Das ist mit Textual Inversion. Weiß nicht, hat er eine Maske an oder ist das Gesicht? Vielleicht wusste die KI das selber nicht. So einen geben wir noch und dann machen wir weiter. Oh, das sieht cool aus. Ohne Textual Inversion. Ja, was hat er denn? Was ist denn mit ihm passiert? Der sieht anscheinend gerade schreckliche Dinge, so wie dieses Bild. Und mit Textual Inversion auch wesentlich besser geworden. Könnte aus einem Game oder sowas stammen. Aber nun gut. Okay, ihr seht den Einfluss von Textual Inversions auf das Bildresultat. Gerade eben haben wir es gesehen bei Real Photography Geschichten, dass die beiden hier eigentlich unschlagbare Dienste leisten. Deswegen könnt ihr hier ruhig ein bisschen rumprobieren. Oder auch hier mit den anderen, die ich euch gegeben habe. Ladet sie runter. Die sind nur ein paar Kilobyte groß. Die tun keinem weh. Die könnt ihr so einfügen und dann rumprobieren. Oder ihr erweitert das Setup, wie wir es hier jetzt gerade haben, auch noch um weitere Sampler. Und packt euch solche Textboxen dazu, die dann in die jeweiligen Schritte reingehen. Damit könnt ihr super rumprobieren. Okay, was ich euch sonst noch zeigen wollte in diesem Video ist, wir räumen mal auf. Schwuppwupp. Und zwar, ich wollte euch noch ein paar Tricks mitgeben zum Prompten selber. Und zwar könnt ihr diese Tricks auf der offiziellen Comfy UI GitHub-Seite nachlesen. Der Link ist sowieso in jedem meiner Videos zur Comfy UI-Seite, wo ihr es laden könnt. Da kommt ihr auf diese Seite, hier scrollt runter, bis ihr Notes seht. Notes hier. Und hier stehen noch Tipps und Tricks, wie ihr Prompts beeinflussen könnt. Und zwar, ich werde euch das mal zeigen, bis auf Comments. Comments werden wir, denke ich, also ich brauche sie nicht, wenn ihr sie braucht. Hier steht es beschrieben.
Aber ich mache nicht solche riesen Prompts, dass ich das noch mit Comments versehen müsste. Zum einen, wir haben jetzt gesehen, wie man Textual Inversions einbindet mit dem Embedding Doppelpunkt davor und dann den Dateinamen. Ihr könnt aber beim Prompten von Stable Diffusion Prompts folgende Techniken benutzen. Ihr könnt Begriffe klammern, die zusammengehören. Ihr könnt zum Beispiel sowas machen. Links und rechts eine Klammer um Futuristic Armor. Dann würde Comfy UI es so interpretieren, dass ihr dem Futuristic Armor als Kombination beider Wörter eine etwas höhere Gewichtung gebt als der Rest. Die Gewichtungen liegen immer bei einer Stärke von 1. In diesem Fall mit einer Klammer drumherum würde er ihm eine Stärke von 1,1 verpassen. Stärken könnt ihr auch händisch definieren, indem ihr links und rechts eine Klammer um die Begriffe macht. So wie wir es hier haben. Dann einen Doppelpunkt dahinter und dann 1.2 eintippt. Das bedeutet, ihr gebt dem Ganzen hier eine Stärke von 1.2. Ich probiere mal eben was. Ich nehme ja auch immer für die YouTube-Thumbnails nehme ich ja immer hier so unsere generierten Bilder, die wir hier in den Videos erschaffen. Ich ändere mal eben die Latent Size auf ein Landscape-Format, 16:9. Und wir machen das mal mit dem verstärkten Prompt. Ja. Okay. Auch Geschmackssache. Aber trotzdem ganz coole Bilder. Jetzt hat er aber, das sieht man hier wahrscheinlich schon, er hat dem Begriff Futuristic Armor mehr Gewicht verliehen. Wir nehmen das mal eben weg. Und ich versuche mal eben eine Gewichtung von 1,4 auf Neon Lighting zu geben. Ne? Klammer um Neon Lighting und hinter dem letzten Begriff Doppelpunkt 1.4. Und ja, man sieht schon ganz deutlich, Neon Lighting bekommt eine ziemlich starke Ausprägung. Das sieht ja fast aus wie so ein altes CD-Cover hier. Aber hier komplett überbeleuchtet, die Dame, komplett im Schein der Neon Lighting. Aber ihr seht, ne, ihr könnt Gewichtungen innerhalb der Prompts geben. Was auch noch eine Möglichkeit ist Wildcards. Wildcards könnt ihr erstellen, indem ihr um einen Begriff geschweifte Klammern macht. Ich mache mal eben um Person eine geschweifte Klammer. Und jetzt könnt ihr mit dem Pipe-Zeichen könnt ihr weitere Begriffe hinzufügen. Machen wir hier auch mal Dog, Pipe, Cat. Und das bedeutet, Wildcard bedeutet in dem Fall, dass Comfy UI für jeden Durchlauf einen zufälligen Begriff aus diesem Array hier nimmt. Also, wir lassen es mal laufen. QPrompt. Wir haben jetzt Person, Cat und Dog. Jetzt hat er einen Dog genommen. Hier unten hat er eine Person genommen. Jetzt nochmal. Hier oben hat er schon wieder den Hund gewählt. Hier unten hat er die Katze gewählt. Ihr seht, für jeden Durchlauf wird hier ein zufälliger Begriff aus den möglichen Begriffen ausgewählt. Ich habe gerade noch mal geguckt, musste mir selber mal mein Wissen auffrischen, ob ich was vergessen habe. Das sind die Wildcards. Solltet ihr wirklich mal in einem Prompt aus irgendeinem Grund wirklich so eine Klammer hier eingeben müssen, also entweder diese oder diese, also jetzt nicht um zu markieren, um bestimmte Begriffe zu markieren und deren Weights zu beeinflussen, sondern wenn Klammern wirklich Teile von Prompts sind, dann müsst ihr die escapen. Das macht ihr so, mit einem Backslash.
Der muss dann davor geschrieben werden. Dann erkennt das Prompting von Comfy das hier nicht als Start für eine Weight Manipulation, sondern als reinen Textinput. Das gleiche gilt auch für die geschweifte Klammer. Solltet ihr die mal in einem Prompt benutzen müssen, müsst ihr das Escape-Zeichen davor machen. Dann funktioniert das. Gut, das waren so die die Tricks, die ich euch mitgeben wollte zum Thema Prompting. Ihr könnt jetzt Textual Inversions einbinden. Ihr könnt auf Civit AI danach suchen. Ich überlege gerade, ich habe euch einen Filter im allerersten Video gezeigt. Da könnt ihr auch direkt auf Textual Inversions filtern. Da gibt es übrigens auch welche, falls ihr mal Schauspieler oder sowas darstellen wollt, bekannte Schauspieler. Da gibt es auch Textual Inversions für. Für sowas würde ich zwar eher LoRa's empfehlen, aber die Schmalspur-Variante geht auch mit Textual Inversions. Ich habe euch gezeigt, wie ihr die Weights von Begriffen ändert. Ihr müsst übrigens nicht zwei Begriffe zusammen machen, ne? Wenn ihr sowas hier schreibt, dann bekommt nur Futuristic mehr Gewicht und wird deswegen deutlicher ausgeprägt. Gut. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich gucke noch mal eben, ob ich was vergessen habe. Von den Notes, wir haben die Wildcards, habe ich euch gezeigt, wie das funktioniert. Hier ist das Escapen nochmal beschrieben. Hier sind die Klammern, wie gesagt, ihr könnt alles hier nachlesen. Das funktioniert. Ach cool, hier, wenn ihr weniger Gewichtung haben wollt, gebt ihr natürlich 0 Punkt irgendwas ein und nicht 1 Punkt. Dann macht das weniger. Vielleicht noch ein ganz guter Punkt. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch viel Spaß beim Ausprobieren zu wünschen. Spielt mal ein bisschen rum, sucht euch selber Textual Inversions und ja, schreibt eure Erfolge, Misserfolge gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Ich weiß noch nicht, was ich da machen werde, aber bis zum nächsten Video habe ich es mir zwangsläufig überlegt, ne? Super Trick. Also macht's gut, wir sehen uns. Tschüss.